Der Kurzdarm ist die Erkrankung, wo der Körper durch den Darm nicht genug Nahrung und genug Kalorien aufnehmen kann. Das kann einerseits sein, weil der Darm wirklich zu kurz ist, weil chirurgisch musste ein Teil eingekürzt werden. Es kann aber auch ein funktioneller Kurzdarm vorliegen, wo der Darm zwar rein nominell lang genug wäre, aber die Funktion nicht adäquat ist. Er bewegt sich nicht gut, er kann den Speisebrei nicht weiter transportieren, er kann aufgrund irgendwelcher morphologischen Veränderungen des Darmes die Nahrung nicht so aufnehmen. Das ist einerseits bei den Kindern angeborene Fehlbildungen wie zum Beispiel Gastroschisis oder eine Dünndarmstenose zum Beispiel, die die Ursache dann für einen Kurzdarm sein kann. Aber es können auch erworbene Erkrankungen sein, wie die nekrotisierende Enterokolitis zum Beispiel. Manche der angeborenen Defekte kann man intrauterin, also während der Schwangerschaft, schon durch das Screening entdecken, also durch den Ultraschall. Also gerade diese Bauchwanddefekte beispielsweise, der Fachbegriff ist da Gastroschisis, wo einfach ein Teil des Darmes nicht im Körper liegt, sondern schon im Fruchtwasser schwimmt, der ist in der Schwangerschaftsvorsorge, in den Ultraschalluntersuchungen sehr gut darstellbar. Also die Qualität der Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaft ist ja enorm gewachsen in den letzten Jahren und es ist ja sehr beeindruckend, was da alles festgestellt werden kann. Und das ist eine Sache, die sehr gut sichtbar ist und dann kann man die Eltern oder die Familien auch schon entsprechend darauf vorbereiten, dass es hier eine Erkrankung gibt, die hinterher dann auch nach der Geburt entsprechend behandelt werden muss und meistens dann auch chirurgisch angegangen werden muss. Je besser man das natürlich hinterher planen kann, desto besser und einfacher und entspannter ist dann auch der Verlauf und desto besser ist das für uns alle planbar, auch für den Neonatologen. Der Darm entwickelt sich in der Embryonalperiode in die Länge. Das heißt, wenn ein Kind sehr früh auf die Welt kommt, zum Beispiel in der 25. Schwangerschaftswoche, dann ist der Darm etwa 50, 60 cm lang. Ab der 30. Schwangerschaftswoche 100 bis 120 cm und ein reifes Neugeborenes hätte einen Darm von ungefähr 2,5 Meter Länge. Ein Erwachsener im Vergleich hat eine Darmlänge von 4,5 bis 6 Meter. Und was auch ganz entscheidend ist, die Motilität des Darmes, die muss sich erst entwickeln. Auch das ist für Frühgeborene ein Problem. Die geordnete Vorwärtsbewegung des Darminhaltes, die gibt es erst ab der 35. Schwangerschaftswoche. Ein Kurzdarm bedeutet letztendlich, wenn der Körper nicht genug Nahrung über den Darm aufnehmen kann, dann muss ich eine künstliche Ernährung zur Verfügung stellen und diese wird über die Venen, über den zentralen Venenzugang stundenweise verabreicht, meistens über Nacht, weil das halt für den Komfort der Patienten am größten ist und weil es meistens auch den Kalorienbedarf einfach abdeckt. Dann muss man sich klar machen, das Kind hat einen zentralen Venenzugang, der da dauerhaft liegen soll. Und das ist im Prinzip die Lebensader dieses Kindes. Ja. Und auf diesen Zugang muss man extrem Acht geben. Diese Zugänge sind sehr gefährdet, dass man darüber Infektionen bekommen kann. Und diese Infektion ist natürlich schon mal ein großes Problem. Die muss dann antibiotisch über lange Zeit behandelt werden. Aber jede dieser Infektionen führt dann dazu, dass ein erhöhtes Risiko existiert, dass sich dort Thromben bilden, Verschlüsse dieser Gefäße. Und deswegen werden die Eltern geschult, da mit der größtmöglichen Sorgfalt und Sterilität und Sauberkeit mit diesem Katheter umzugehen. Es gibt im Prinzip zwei unterschiedliche Zugangsformen. Die eine ist der Buttercut, das heißt, wo ich eine Kammer unter der Haut implantiere und die jedes Mal durch die Haut ansteche mit einer Nadel. Und die zweite Variante ist ein Permcut zum Beispiel, ein Katheter, der
tunneliert ist, er geht in die Haut hinein, dann unter der Haut durch und erst an einer anderen Stelle ins Gefäß hinein. Oft können wir nicht ein Fertigprodukt verwenden, sondern wir müssen von der Apotheke eine parenterale Ernährung herstellen lassen. Und die Apotheke, es ist jetzt in Österreich eine einzige, die das macht, beliefert ganz Österreich mit diesen Produkten. Der Nachteil ist, dieser speziell individuell für den Patienten hergestellte parenterale Lösung hat nicht dieselbe Haltbarkeit wie ein Fertigprodukt. Das heißt, es wird für eine Woche hergestellt und muss gekühlt werden. Die Apotheke hat ein Unternehmen beauftragt, das das mit geschlossener Kühlkette transportieren kann.